Film, der handwerklich schon populär in Südkorea. Weil ich glaube, diese Kultur, die gibt es hier nicht. Und dafür 안녕하세요. 오늘은 이제 친구들이랑 같이 한국 영화 명랑을 보려고 합니다. 네, 인기가 많고 진짜 유명한 영화이기 때문에 우리도 아직 안 봤기 때문에 같이 한번 명랑을 보려고 합니다. Ja, wir wollen heute den Film 명랑 gucken. Ja, es geht um eine japanische Invasion im 16. Jahrhundert, genau genommen 1592, um einen Krieg, der 7 Jahre gedauert hat. Genau, es geht um den berühmten Admiral Isushin. Ja, den wollen wir jetzt mal schauen. Schädigt ein Schildkrötenschiff überhaupt einen Plan? Vergesst nicht, dass ihr zu eurem Befehlshaber sprecht. Schweigt! Hatten die das Schildkrötenschiff nach unten? Ja. Und jetzt muss ich An Deck werden die Männer knapp! Wer immer zwei gesunde Hände hat, den möchte ich bitten. 네, 지금 옛날 학교 친구랑 같이 명랑을 봤는데요. 명랑을 보고 이제 그 심정하고 영화에 대해서 좀 얘기를 할까 합니다. 네, ja, wie fandet ihr den Film? Wie hat er angefangen? Es war ein bisschen schwierig, fand ich, weil am Anfang die Charaktere nicht wirklich vorgestellt wurden, fand ich. So ein bisschen schwierig. Isushin, Admiral, klar, der ist bekannt. Also ich kenne den Background so ein bisschen, deswegen war für mich jetzt so alles so halbwegs nachvollziehbar, aber wenn man die geschichtlichen Backgrounds gar nicht kennt, ist es natürlich sehr schwierig, denke ich mal. Ich fand ihn ein bisschen zäh, weil ich den Background überhaupt nicht kannte. ja, genau, das wäre mein Kritikpunkt. Also im Grunde genommen würde ich sagen, das ist ein Film, der handwerklich schon souverän gemacht ist. So im Stil, sagen wir mal, der großen Hollywood-Filme, was fällt mir da ein, Pearl Harbor, solche Sachen. Das wirklich größte Problem ist wahrscheinlich das, was man eigentlich in einem Film erreichen will. Jetzt gerade, sagen wir mal, für Leute, die den historischen Hintergrund nicht kennen, die Identifikationsfigur. Ich kenne den historischen Hintergrund nicht, ich kenne den General nicht, aber es war natürlich klar schon zu sehen, dass er jetzt letztendlich der Held der Geschichte ist. Ich denke, das ist ein Blockbuster-Film, der für ein breites Publikum gut geeignet ist. Ich glaube, auch die historische Komponente ist ganz, ganz wichtig. Solide gemachter Film aus meiner Sicht. Warum war der so populär in Südkorea? Weil Isushin an sich, der Admiral, einer der bekanntesten Kriegsheld war und darüber jetzt einen Film zu machen. Auch auf Geldscheinen wahrscheinlich oder sowas, ne? Geldschein nicht, aber gibt es eine riesen Bronzestatue mitten in Seoul vor dem Königspalast, Gyeongbokgung. Wird es da noch mehrere Teile von geben? Weil ich habe ja jetzt schon gelernt, es war eine von vielen Schlachten. Ich glaube nicht die letzte Schlacht von ihm. Kommt da noch irgendwas oder ist das quasi mal ein Blockbuster? Ja, das war nur das endet von der Story. Soweit ich weiß, war das halt nur ein Blockbuster. Es waren mehrere Schlachten. Das war einer von den großen Schlachten. Ja. Ich glaube, was man noch dazu sagen kann, ist halt einfach, dass, was ich meine, wir kennen ähnliche Stories und ähnliches, sagen wir mal, aus amerikanischen Filmen, patriotische Schlachtenfilme, wo es darum geht, sich sozusagen in widrigen Umständen zu behaupten und gegen alle sozusagen Dinge, die negativ gegen einen stehen, sich durchzusetzen und trotzdem zu siegen. Ich sehe auch solche Filme, also wenn sie aus dem Amerikanischen kommen, mit so einem leichten Befremden, weil ich glaube, diese Kultur des Nationalstolzes in dem Sinne des Durchhaltens, die ist in Deutschland nicht so gegeben, aus geschichtlichen Gründen. Es würde da, glaube ich, auch einfach an Vorbildern fehlen. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch gerade in Deutschland, vielleicht mehr als in anderen Ländern, nicht so wirklich gute Anknüpfungspunkte. Mir würde jetzt kein, wie auch immer gearteter deutscher Film einfallen, der vom Sujet her an das anknüpft, was wir da gerade gesehen haben. Also viel eher irgendwelche amerikanischen Filme, die wir natürlich alle auch mehr konsumieren als jetzt Deutsche, aber ich glaube, diese patriotischen Durchhaltefilme, wo man dann irgendwie vielleicht rausgeht und sich wieder als ein gemeinsames Eins zu sehen, ne, oder irgendwie auf irgendwas stolz zu sein oder so, die gibt es hier nicht. Und dafür gibt es natürlich also auch klare historische Gründe. Ich denke, dass das in Korea wahrscheinlich nochmal anders. Ja, jede Gesellschaft verarbeitet ihre Themen anders, ne? Oder hat andere Themen.
Ja, ich denke, der Film wollte das taktische Genie dieses Generals herausarbeiten und das ist natürlich durchaus irgendwas Bemerkenswertes und Erwähnenswertes. Ne? Also, das ist, wenn es denn historisch tatsächlich so passiert ist, dass der General das geschafft hat, damit Genau, eine aussichtslose Situation mit 12 Schiffen gegen 133 japanische Schiffe. ja, zu bestehen sozusagen. Genau. Ja, der war ja schon sehr alt. Hat er dann noch eine politische Karriere gemacht oder ist er dann relativ Genau, der wurde gestorben, natürlich immer oder? wieder fallen gelassen. Also, und, ja, das klang so ein bisschen im Film an, das hat man gar nicht mitbekommen, dass er irgendwie. Genau, der wurde halt immer wieder Schlecht behandelt wurde. hat gut Karriere gemacht, dann wurde er fallen gelassen und immer hin und her und hat trotzdem für sein Land, für Korea dann sich trotzdem geopfert und gegen Aber Japaner zu ist er dann in kämpfen. irgendeiner bekannten Schlacht dann auch gefallen? Oder? Genau, in der nächsten Schlacht oder vorletzten Schlacht ist er dann gestorben und hat dann extra gesagt, soll nicht die Information verbreiten, damit die Japaner das nicht mitbekommen. Genau, das war sein letzter Wunsch, nochmal sich zu opfern. Naja gut, das ist also sozusagen dieses Thema ist ein Mensch, der schlecht behandelt wurde oder der nicht gut behandelt wurde oder Spielball der Mächte war, hat trotzdem seinen Idealismus nicht verloren und trotzdem geschafft, sozusagen einen großen Sieg zu erringen und aufrecht zu bleiben. Also eigentlich so der Mustertypus eines Helden, ne? Genau. Tragischen Helden vielleicht. Ja, tragischen Helden und zu Recht auch ein Held in Korea, immer noch ein großer Held. 이때까지 이제 명량에 대해서 잠깐 얘기를 했습니다. 그러면 감사합니다. 안녕. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.